Willkommen in Kochi, dem pulsierenden Herzen von Kerala. Hier treffen jahrhundertealte Tradition und Moderne aufeinander. Ich nehme dich mit zu den ikonischen traditionellen Fischernetzen. Wir erkunden die Altstadt und gleiten durch die Backwaters. Ein echtes Paradies auf dem Wasser. Und diesmal lohnt es sich auf jeden Fall auch ganz bis zum Ende des Videos dran zu bleiben, denn die letzte Aktivität, die ich euch zeige, da bin ich mir sicher, die habt ihr noch in keinem anderen Travel Guide gesehen. Und ich würde sagen, let's go! Bevor wir uns die Stadt Kochi genauer anschauen, machen wir erstmal eine ganz entspannte Bootstour in den Backwaters von Kochi. Denn ich denke, so bekommen wir auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Perspektive auf die Stadt. Ich habe mich ganz bewusst für ein Öko-Slow-Boot entschieden. Das heißt, das Boot hat keinen Motor, sondern die fahren es mit Paddeln. Das hat den Vorteil, dass er bei der Tour dann nicht die ganze Zeit die knatternden Motorengeräusche im Hintergrund hat. Und ich denke, das ist auf jeden Fall die entspannteste Art und Weise, wie man hier die Backwaters erkunden kann. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir sind jetzt hier in so einem kleinen Dorf angekommen. Wir sind ungefähr 2 Stunden mit dem Boot hier durch die Backwaters und kleine Kanäle gefahren. Und es ist wirklich ultra entspannt. Also ich bin fast eingepennt, weil es so ruhig, die Natur ist wunderschön. Und es ist auch wirklich crazy, das Boot hier wird mit 2 Bambusstangen angetrieben. Also es sind 2 Fahrer, die mit Bambusstangen das Boot so durchs Wasser schieben. Und es sieht wirklich nach richtig harter Arbeit aus. Jetzt in dem kleinen Dörfchen wird uns noch der Prozess von der Kokosfaserherstellung gezeigt. Also wirklich wie aus den getrockneten Kokosnüssen, wie die geklopft werden, dass die Fasern aufgelockert werden. Und man daraus dann zum Beispiel Seile oder Matratzen oder sonst was herstellen kann. Ist auf jeden Fall auch mal interessant zu sehen. Wenn du auch so eine Tour machen willst, dann empfehle ich dir einfach so eine Tour in Kochi vorzubuchen. Die wird da echt dann fast an jeder Ecke angeboten und bekommt man je nach Verhandlungsgeschick für 15 bis 20 Euro. Ich habe jetzt ein bisschen über 20 Euro gezahlt, aber nur aus dem Grund, weil ich es über Get Your Guide gebucht habe. Aber nur weil meine lieben Freunde zu Hause noch einen Gutschein für die Reise mitgegeben haben. Vielen Dank dafür. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier sonst noch so abgeht. Wir sind jetzt noch ganz gemütlich zurückgeschippert, sind wieder an Land angekommen. Hier gibt es jetzt noch ein vegetarisches Mittagessen, das wird traditionell auf dem Bananenblatt serviert. Das lassen wir uns jetzt noch schmecken und dann ist es Zeit für die City und da sehen wir uns gleich wieder. Ich befinde mich gerade in Fort Kochi, das ist das historische Zentrum von Kochi und ich bin direkt an der Promenade hier. Und jetzt schauen wir uns mal die Hauptsehenswürdigkeit der Stadt an und das sind die traditionellen chinesischen Fischernetze. Okay, der erste Fischer, bei dem ich vorbeigegangen bin, der hat mich gleich reingewunken. Jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal mega gescannt. Ja, wir schauen uns das einfach mal an. Hallo. An der Stelle muss ich mich wirklich mal selber an die Nase fassen. Jetzt war ich gerade übel voreingenommen und dachte, okay, wenn mir der Fischer sein Netz hier zeigen will, dann will der bestimmt Geld dafür. Aber war absolut nicht der Fall. Der war super lieb und hat mir das genau erklärt. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was habe ich mir denn da gerade überhaupt angeschaut? Und zwar sind es hier traditionelle chinesische Fischernetze. Das müsst ihr euch so vorstellen, das ist ein stationäres Fischersystem. Das ist aufgebaut wie ein Pendel. Auf der einen Seite ist das Fischernetz gespannt und auf der anderen Seite sind als Gegengewichte Steine dran gehängt. Und das Netz wird dann für ein paar Minuten ins Wasser runtergelassen und dann einfach wieder rausgezogen. In der Nacht beleuchten sie das Netz auch zusätzlich noch, da so irgendwie mehr Fische angelockt werden. Trotz der Steine als Gegengewicht muss es ziemlich hart sein, das Netz wieder aus dem Wasser zu ziehen. Früher haben sie das per Hand dann rausgezogen. Jetzt haben sie einen Motor dran, um das Netz automatisch rauszuziehen. Und ich hatte gerade auch wirklich richtig Glück, das Netz mal in Aktion zu sehen, weil die fischen ja auch nicht den ganzen Tag. Es muss immer der Wasserstand passen und jetzt ist gerade wohl die optimale Zeit. Gefangen haben sie bei der Runde, wo ich jetzt gerade dort war, leider nichts. Aber er hat mir auf jeden Fall schon den Fang des Tages gezeigt.
Die Ausbeute war jetzt relativ überschaubar, aber war auf jeden Fall mal absolut sehenswert, sich das anzugucken. Und es ist schön, wenn so eine Tradition hier weiter fortgeführt wird. Der frische Fisch wird hier auch direkt überall an der Promenade verkauft. Und was auch wirklich richtig cool ist, man kann sich auch einfach einen Fisch aussuchen und dann wird der hier direkt am Strand für einen zubereitet. Also ich denke mal, frischeren Fisch bekommt man wahrscheinlich wirklich selten. Und wenn ihr dann schon an der Promenade vom Kochi Fort seid, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch mal richtig hier ein bisschen lang zu flanieren. Hier sind überall so kleine Stände an der Seite. Man kann frische Kokosnüsse, frisch gepresste Säfte, Eis etc. kaufen. Erstmal als kleine Erfrischung hier eine Kokosnuss für 60 Rupie geholt. Schmeckt wirklich richtig top. Hier direkt an der Promenade ist auch noch ein kleines Überbleibsel vom Fort Emanuel. Und zwar war das hier der Wachposten der Küste. Das bedeutet, wenn feindliche Schiffe hier eingelaufen sind, wurden von hier die Kanonen abgefeuert. Hier ist nicht mehr ganz so spektakulär aus, ist noch so eine kleine Ruine. Aber wenn man hier unterwegs ist, lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Direkt gegenüber vom Fort Emanuel beginnt auch der Kochi-Strand. Ist jetzt nicht der schönste Badestrand, also es liegt leider ziemlich viel Müll hier rum. Also ich denke, mit ein bisschen Aufräumarbeit könnten wir ein richtig schönes Örtchen draus machen. Es ist aber auf jeden Fall der absolute Place to be für den Sonnenuntergang. Und langsam geht die Sonne unter und hier ist jetzt schon richtig viel los. Okay, ich muss gestehen, war heute nicht der allerbeste Sonnenuntergang, aber ich denke, man kennt doch, dass der Ort Potenzial hat, um sich hier hinzusetzen und zumindest bei wolkenfreiem Himmel die Sonne schön im Meer untergehen zu sehen. Und an dieser Stelle ganz kurze Pause und Werbung in eigener Sache. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, dann lass doch gerne ein Like da, schreib vielleicht einen Kommentar und abonniere den Kanal. Dann verpasst du zukünftig auf jeden Fall auch keine Videos mehr von mir. Es motiviert mich, weiterhin Videos zu machen und darüber hinaus hilft es mir auch extrem, dadurch eure Likes, Kommentare, Abos, meine Videos auch anderen Leuten mit gleichen Interessen vorgeschlagen werden und mein Kanal weiter wachsen kann. Und jetzt geht's weiter im Video. Wie ihr hinter mir seht, gibt es hier in der Stadt auch richtig viel Street Art und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auch mal, hier einfach einen kleinen Spaziergang durch die Stadt zu machen, abseits der ganzen Touri-Attraktionen. Das ist wirklich cool, wie teilweise die Häuser hier bunt bemalt sind und man richtig schöne Graffitis einfach am Straßenrand entdecken kann. Wenn ihr in Fort Kochi auf der Suche nach einem entspannten Rückzugsort seid, dann kann ich euch das Bandai Café empfehlen. Das hat wirklich eine super entspannte Atmosphäre, einen wunderschönen Garten. Im ganzen Lokal hängen überall Kunstwerke rum, also mir hat es richtig gut gefallen. Und der Kaffee war erste Sahne, auch wenn es jetzt nicht der billigste Laden in der Stadt ist. Ein weiteres Viertel, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet, ist Chewtown. Das ist das alte jüdische Viertel hier in Kochi. Die Häuser haben richtig eine geile Architektur, ganz bunt bemalt und sind teilweise noch aus dem 16. Jahrhundert. Das Viertel ist eher für Shopping bekannt, also hier gibt es ganz viele verschiedene Kleidungsgeschäfte, hier sind lauter Parfümläden, Gewürzshops. Und was hier auch cool ist, hier sind lauter so kleine Kunstausstellungen. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß, hier mal durchzuschlendern und sollte aus meiner Sicht bei jeder Kochi-Reise dabei sein. Wenn ihr dann in Fort Kochi alle Sehenswürdigkeiten abgeklappert habt, gibt es hier noch eine richtig coole Fortbewegungsmöglichkeit. Nicht nur Taxi, Tuk-Tuk oder Uber wie sonst überall, sondern da die Stadt aus mehreren kleinen Inseln besteht, gibt es hier eine Wassermetro und das ist wirklich die beste Fortbewegungsmöglichkeit, um hier von einer Insel zur anderen zu kommen. Das probiere ich jetzt gerade mal aus. So eine Fahrt kostet gerade mal 30 Rupie und die Fähre sieht wirklich mega modern aus, aber macht euch einfach selbst ein Bild davon. Los geht's! Ich muss sagen, die Fähre ist echt krass modern, hätte ich von Indien jetzt gar nicht erwartet. Also wenn man das mal mit den Verkehrsmitteln in Deutschland teilweise vergleicht, ist schon krass. Ist hier auch mit Klimaanlage, man hat ganz große Fenster seitlich, also eine richtig schöne Aussicht. Und jetzt schippern wir mal auf die andere Seite, ich fahre jetzt rüber zum High Court, also quasi zum obersten Gerichtshof hier. Und da ist der Marine Drive und den schauen wir uns auch noch an. Die Fahrt von Fort Kochi jetzt hier zum High Court hat etwa 25 Minuten gedauert. Und für die paar Cent, ich muss sagen, wirklich mega geil. Es schippert da ganz gemütlich dahin. Und man hat eine ganz andere Perspektive einfach mal auf die Stadt. Kann ich nur empfehlen, probiert es auch mal aus, wenn ihr hier seid. Direkt an der Haltestelle vom High Court ist der Marine Drive Walkway und ist auch echt mal
ganz nett hier, bisschen lang zu flanieren. Hier sind auch lauter so kleine Shops überall. Man kann einfach hier schön im Schatten ein bisschen durchlaufen. Hier seitlich sind überall so Touriboote, also von hier kann man auch so Tagestouren machen und ein paar so Spots hier abfahren. Und was ich sagen muss, also es lohnt sich auf jeden Fall mal hier auf die andere Seite zu fahren, weil also das Stadtbild ist hier wirklich viel moderner und man bekommt einfach nochmal einen besseren Eindruck, wie denn die Stadt Kochi so aussieht. Jetzt kommen wir noch zu meiner absoluten Lieblingsaktivität hier in Kochi. Wenn ihr dann genug von den ganzen Sehenswürdigkeiten und dem Trubel in der Stadt habt, dann kommt nach Kadamakudi und macht eine wunderschöne Kajaktour durch die Backwaters. Da bekommt ihr noch eine ganz andere Perspektive auf die Backwaters und diese chinesischen Fischernetze und könnt einfach einen wunderschönen Sonnenuntergang auf euren Kajak ganz in Ruhe genießen. Den Touranbieter, mit dem ich unterwegs bin, den packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung. Man kann die Tour immer zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang machen. Ich mache jetzt zum Sonnenuntergang, das ist dann von 16 bis 19 Uhr und kostet gerade mal 750 Rupie pro Person. Und ich bin schon richtig gespannt jetzt, euch das Ganze hier zu zeigen. Und ich würde sagen, let's go. Und los geht die Tour. Und ihr wisst Bescheid, Safety first, ne? Der erste Teil der Kajaktour ging jetzt hier durch den großen Kanal und die Natur ist wirklich echt der absolute Knaller. Ich habe sowas, glaube ich, noch nie irgendwo gesehen. Das sind 14 verschiedene Inseln hier. 5 davon sind bewirtschaftet und hier leben nur Fischer. Und es ist wirklich einfach krass, wie remote es hier ist. Und ich muss sagen, also bislang ist es ein absoluter Traum. Seitlich sind überall Mangroven. Wir sind jetzt schon einigen chinesischen Fischernetz vorbeigekommen. Hier ist zum Beispiel auch wieder eins. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ich schwenke die Kamera mal nach vorne. Diese kleinen Wege hier, die ihr da seht, das sind quasi die Verbindungswege zwischen den einzelnen Inseln. Und das einzige Fortbewegungsmittel, um sein Auto von einer Insel zur anderen zu bekommen, sind so kleine Fähren hier, die ihr da seht. Deswegen knattert es hier auch gerade so. Also, ich muss sagen, absolut irre hier. Und ich habe heute wirklich richtig Glück. Ich bin der Einzige bei der Tour. Ich habe jetzt hier keine private Tour gebucht. Und es ist schon so, wenn man alleine mit dem Guide hier durchfährt, schon wirklich ein besonderes Erlebnis. Aber ich denke, selbst in einer Gruppe mit so 8 bis 10 Leuten ist trotzdem eine Menge Spaß hier, durch die Backwaters durchzupaddeln. Und wir schippern jetzt noch ein bisschen weiter über den Kanal und dann geht es rein in die richtigen Backwaters. Wir haben jetzt hier die Backwaters durchquert und jetzt sind wir hier quasi an so einer Art See und das ist wirklich riesig. Also hier ist, man sieht in der Ferne noch diese kleinen Stege, aber sonst ist hier nicht mehr viel und danach kommt da wirklich schon gleich das offene Meer. Also es ist schon absolut crazy, wo man hier durchpaddelt. Ich genieße draußen jetzt noch schön den Sonnenuntergang und ich würde sagen, es ist auch ein guter Moment, um das Video zu beenden. Die Tour hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Der Guide war super lieb, also wirklich geiler Kerl, die Firma kann ich echt empfehlen. Link findet ihr unten. Das nächste Video kommt dann aus Munnar, also mal ein bisschen was anderes, mal was aus den Bergen. Und ich sag mal, Küsschen gehen raus wie immer. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Abenteuer. Bis dahin. Ciao.